Auf unserem Weg durch Deutschland sind wir im Norden unterwegs. Wir sind in Ostfriesland. Wir sind im Osten von Ostfriesland in der Gemeinde Friedeburg. Es ist der Landkreis Wittmund. Die Stadt Wittmund liegt etwa 15 Kilometer entfernt. Dort ist auch Aurich und hier die Stadt Jever. Und hier ist Friedeburg. Das ist nicht nur die drittgrößte Gemeinde in Ostfriesland, sie ist auch die östlichste. Den Namen hat Friedeburg von der Burg Friedeburg. Die existiert allerdings heute nicht mehr. Im Kernort steht an der Straße ein großes Modell dieser Burg, so wie sie einmal ausgesehen haben soll. Die Burg wurde im 14. Jahrhundert gebaut und dann 500 Jahre später von den Preußen restlos zerstört. Sie wurde geschleift. Dieses Modell ist eigentlich alles, was heute noch an die Burg erinnert. In der Nähe soll es noch einen Hügel geben, der zur Burg gehörte. Der liegt aber auf einem Privatgrundstück. Zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert soll die Burg so ausgesehen haben. Damals war sie Landesfestung und war vermutlich die größte Burganlage in Ostfriesland. Die Burg sicherte das Gebiet gegen Einfälle der Oldenburger von Süden her. Die Burg lag am alten friesischen Heerweg von Oldenburg nach Jever, Wittmund und Esens. Hier war damals ein Dorf, das hieß Endel. Daraus entstand der Ort Friedeburg, benannt nach der Burg. Am Turm ist das Wappen der Gräfin Anna zu sehen. In ihrer Regierungszeit, das war Mitte des 16. Jahrhunderts, wurde die Friedeburg ausgebaut und zur Landesfestung erhoben. Zu der Zeit nicht als Schutz vor den Oldenburgern, sondern vor Angreifern aus dem Harlinger Land. Als im Siebenjährigen Krieg fremde Truppen die Burgen in Ostfriesland als Stützpunkt nutzten, ließ Friedrich der Große viele Burgen schleifen. Dazu gehörte auch die Friedeburg. Die Steine der Friedeburg wurden für den Hausbau in der Umgebung genutzt. Wir sind hier übrigens etwa 20 Kilometer von Wilhelmshaven entfernt. Das hier ist eine geschichtlich gar nicht so uninteressante Region. Hier in Friedeburg lag auch das Stift Rebsold. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Das Stift gilt als das älteste Kloster Ostfrieslands. 983 wurde es erstmals erwähnt. Es sind allerdings auch vom Kloster heute keine Spuren mehr da. Mit Ausnahme einer Pfarrkirche, aber die schauen wir uns später noch an. Das ist schon ein interessantes Modell hier von der Burg. Friedeburg bezeichnet sich ja auch als Tor nach Ostfriesland. Es ist sehr ländlich hier, aber hier gibt es einige interessante Sachen zu sehen, nicht nur das Modell der Burg. 2 Kilometer vom Ortskern entfernt kommen wir in einen anderen Ortsteil. Am Straßenrand begrüßt uns diese Matroschka. Manche sagen auch Babuschka zu dieser Puppenart, die aus Russland kommt. Die Matroschka steht hier, weil dieser Ortsteil von Friedeburg tatsächlich Russland heißt. Die schmale Straße hier, das ist der Russlandweg. Und hier steht auch das Ortseingangsschild. Wohnhäuser gibt es auch. Es gibt 3 Versionen, wie der Ortsteil zu seinem Namen kam. Einmal soll hier vor rund 100 Jahren ein Bauer gelebt haben, den man wegen seiner Lebensweise und seines rauen Auftretens der Russe nannte. Daraus entstand Russland. Eine andere Version berichtet vom kargen Aussehen der Gegend, die einige an Russland erinnerte. Die wahrscheinlichste Version ist allerdings, dass hier früher Köhler in Köhlerhütten siedelten. Die nannte man auch Russer, daher der Name Russland, also eigentlich Rußland. Egal welche Version stimmt, für ein außergewöhnliches Foto auf der Urlaubsreise lohnt der Abstecher auf jeden Fall. Das Auto parken kann man hier am Rand der Straße, eine Sitzbank neben der Matroschka gibt es auch, nur ein Kaffee oder ähnliches, das sucht man hier vergeblich. Das ist hier übrigens ein beliebter Ort für Ausflüge mit dem Fahrrad. Jedenfalls sind uns hier viele Fahrradfahrer begegnet. Von Russland sind es tatsächlich mit dem Auto nur 4 Minuten und man ist in Amerika. Denn 2 Kilometer vom Ortsteil Russland liegt in Friedeburg der Ortsteil Amerika. Na gut, es ist etwas einsam hier. Ein paar Wohnhäuser stehen hier tatsächlich an der Heseler Straße. Aber der Ortsteil Amerika ist mehr ein Amerikaplatz.
Hier gibt es Bänke und Tische, die hauptsächlich von Radfahrern genutzt werden. Den Ort gibt es wahrscheinlich, um einen touristischen Kontrast zum Ortsteil Russland zu schaffen. Aber das kann ich nur vermuten. Zumindest auf der Wiese hat man einen Marterpfahl errichtet. Ansonsten ist es ein netter Gag für ein lustiges Foto. Und ein kleiner Umweg hierher lohnt sich dann auf jeden Fall. Schon wegen des Fotos. Und da wir schon bei seltsamen Ortsnamen sind, in Friedeburg gibt es auch den Ortsteil Marx. Nicht Karl, aber der Nachname stimmt. Hierher sind wir wegen einer Kirche gekommen. Das ist die St. Markus-Kirche, ein Bau im romanischen Stil, gebaut im 12. Jahrhundert. Sie gilt als eine der ältesten und am besten erhaltenen Granitquaderkirchen Ostfrieslands. In Friedeburg ist sie die älteste der Steinkirchen in der Gemeinde. Die Granitblöcke haben nicht nur unterschiedliche Farben, sie haben auch unterschiedliche Größen. Zum Bauen hat man damals die in der Eiszeit hier abgelagerten Findlinge aus Granitstein genutzt. Die Blöcke hat man gespalten und die Innenseiten zeigen als Schauseite nach außen. Früher hat man die Kirche durch 2 Portale betreten können. Eines an der Nordwand und eines an der Südwand. Nach der Reformation hat man beide zugemauert und im Westen einen neuen Eingang gebaut. Die zugemauerten Portale kann man noch erkennen, wenn man genau hinschaut. Ein weiterer Ortsteil von Friedeburg ist Rebsold. Hoffentlich spreche ich es richtig aus. Hier steht die St. Mauritiuskirche. Der Baustil ist spätromanisch frühgotisch. Sie wurde Anfang des 13. Jahrhunderts gebaut. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass in Rebsold das älteste Kloster aus Friesland stand. Das Kloster hatte 2 Kirchen. Die Klosterkirche existiert heute nicht mehr. Dagegen die zweite Kirche, die Pfarrkirche, schon. Das hier ist sie. St. Mauritius. Interessant ist, dass der heutige Glockenturm, der alte ist ja keiner mehr, weit entfernt von der Kirche steht, da hinten beim Pfarrhaus. Ein gewaltiger Bau. Links ein Kirchturm, der eigentlich keiner mehr ist, daneben das Kirchenschiff, das eigentlich 2 Kirchen ist. Doch dazu später mehr. Gehen wir mal durch den Eingang in die Kirche. Auf der rechten Seite, da liegt dieses Kirchenschiff. Das wird heute noch als Kirchenraum genutzt. Prächtig, oder? Das hatte ich so gar nicht erwartet. Achtet mal auf den Leuchter vor dem Altarraum. Er stellt das alte Jerusalem dar. Das ist die Stadtmauer mit ihren 12 Toren. Ähnliche Leuchter, allerdings etwas größer, hängen im Aachener und im Hildesheimer Dom. Der Barbarossa-Leuchter und der Hezilo-Leuchter. Der Altar stammt von 1647 und er wurde von einem Künstler aus Esens gemacht. Wenn wir durch den Ausgang gehen, ist gegenüber eine weitere Tür. Dort ist die Old Karg, die alte Kirche. Der Teil gehörte also früher zu dem Raum, dem Kirchenschiff, das wir eben gesehen haben. Dieser Kirchenteil wurde 1647 abgetrennt. Das war nach dem Dreißigjährigen Krieg, bei dem vieles verwüstet wurde, auch diese Kirche. 1/3 des Langhauses fielen damals einfach weg. Das ist ein Weihwasserbecken. Das ist aus Granit. Das wurde schon im 8. Jahrhundert benutzt. Vor über 1200 Jahren. Eigentlich kann man aus der alten Kirche in den Kirchturm. Das geht aber heute nicht mehr, glaube ich. Der Kirchturm nämlich ist eine Ruine. 1474 wurde Rebsold belagert und bei dieser Belagerung wurde der Turm zerstört.
Man ließ ihn seitdem so, wie er ist. Der Kirchturm ist so zu einem Wahrzeichen des Ortes geworden. Irgendwie romantisch. Wir sind im Ortsteil Etzel. Erinnert ihr euch, wie während der letzten Energiekrise immer davon geredet wurde, die Gasspeicher sind halb leer, die Gasspeicher sind voll? Nun, diese Gasspeicher, die sind hier. Zumindest der Teil, von dem aus der Norden mit Gas und Öl versorgt werden kann. Hier gibt es unterirdisch riesige Salzstöcke. Darin wurden Kavernen, also künstlich geschaffene Hohlräume angelegt. Und darin lagert ein Teil der deutschen Bundesrohölreserven und Erdgasreserven. Das war's aus Friedeburg, Russland und Amerika in Ostfriesland. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. In diesem Sinn, tschüss.